So Leute, und da sind wir wieder. Herzlich willkommen in einer neuen Folge. Aber damit wollen wir uns eigentlich gar nicht beschäftigen heute. Und zwar, ich bin hier heute bei Amazone und wir haben hier wieder mal die Primera. Und ja, ich hatte die Primera ja als allererstes als Direktsaat-Drillmaschine da. Und muss letztendlich sagen, hatte ja nun ein paar andere Hersteller da. Die Primera bleibt ein bisschen im Kopf. Sie hat zwar enorm viel Steine rausgeholt und macht natürlich deutlich mehr Bodenbewegung als alle anderen. Aber eins konnte die richtig gut. Und das war die Aussaat ohne Hairpinning. Ja? Gerade wenn man diese Strohschwade hat oder die Strohmengen, da performt die einfach. Und diese hier hat tatsächlich auch die Besonderheit, die hat einen Fronttank dran, ne? Und wir können hier Flüssigdünger fahren. Und jetzt holen wir uns hier mal einen dazu, der uns das Ganze hier einmal erklärt. Das Einzige an der Maschine, Leute, sage ich euch ganz ehrlich, die holt Steine raus ohne Ende auf meinen Standort. Aber Aussaat passt immer und kostentechnisch passt sie auch voll in die Welt, um ehrlich zu sein, die Maschine. Und hier hinter, die reißen wir mal kurz an, die könnt ihr bei Jan Twitch Farming auf dem Kanal sehen, der hat die da vorgestellt. Ich weiß nicht, ob es danach oder davor kommt, dieses Video. Hier ist die Cirrus, diese Drillmaschine von denen. Und ein ganz spannender Part ist, dass wir hier Einzelreihenschaltung haben. Ja? Wir haben richtig krasses Section Control. Aber wir holen uns jetzt mal einen hier zurecht und sprechen über diese Maschine hier. So, wir sind jetzt im Schlepper und der gute Bernd. Kann ich mir richtig am Namen erinnern. Ich habe totale Namensschwäche. Wir sitzen jetzt in der Primera. Ich habe die ja schon auf dem Hof gefahren. Also du kannst anrollen, also wir können auch ruhig ein bisschen bewegte Bilder im Hintergrund haben, das ist okay. Für alle, Traktor für die Schisten ist ein 724 Fendt One, die Vorgängergeneration. S7 ist das? Die neuen heißen S8? Bin mir nicht sicher. Ich auch nicht. Die Primera ist ja tatsächlich eine Maschine, die so ein bisschen im Kopf bleibt. Ich hatte sie ja schon da. Nö, Warntöne kann Fendt, definitiv. So. Schön. Zack. Ja. Voll Isobus gesteuert. Die war nicht schlecht, muss man ehrlich sagen. So im Nachgang von allen Feldaufgängen hatte die mit den besten. Weil die halt auch den Effekt hat, dass sie halt auch da, wo Stroh liegt, das auch so ein bisschen ja, breit zieht und ja, quasi doch das ein bisschen verteilt. Ne? Hairpinning ist gar kein, beziehungsweise kaum ein Problem bei der Primera. Eigentlich gar kein. Also, wir gucken uns das gleich noch mal im Detail an, aber Hairpinning ist wirklich das, wo der Zinken absolut seine Vorteile ausspielt. Alles, was an Stroh und Ernteresten kommt, sind wirklich weggebügelt. Genau. Der Hardcore-Direktseher sagt, das ist halt grober Saat. Ich sag, nee, das ist auch Direktsaat. Ja, ich weiß, und unter dem Video damals hat auch jemand geschrieben, ich soll nicht so einen Quatsch erzählen, das ist Direktsaat. Direktsaat ist ganz klar definiert. Wir bewegen so viel Boden, wie wir zur Aussaat brauchen. 25% des Ackers, laut FAO. Ach, tatsächlich? Jo. Okay, ja gut, aber im Prinzip bewegen wir ja nur so viel, wie wir für den Saatschlitz brauchen. Genau so ist es. Ne? Man hat sicherlich ein bisschen Erde, die da spritzt. Da haben aber ein, zwei andere Systeme auch, muss man ehrlich sagen. Auch ein Scheibenschar sieht auf den ersten Blick immer so aus, als wenn das gar nichts bewegt. Aber wenn man doch dahin geht, ist doch oberhalb ein bisschen Erde bewegt worden. Natürlich, also immer. Es kommt ein bisschen darauf an, ob du die Scheibenschare stark anstellst oder weniger stark anstellst, ist dann ein Unterschied. Und die Stärke vom Zinken ist wirklich, dass es räumt. Die Stärke von der Scheibe ist, dass wenn du nachher stehende Zwischenfrüchte oder Maisstroh, Sonnenblumenstroh, das kann der Zinken halt nicht, dann zieht er halt zusammen, das muss man einfach wissen. Aber der Zinken hat absolut hier in unseren Breiten auch seine Vorteile, wo wir viel Stroh in den Flächen haben. 10 Tonnen Weizenstroh ist kein Problem, da fährt man so rein. Genau. Und gut, wir haben, seine Zwischenfrucht es gab ja direkt das Video von Michel Dier, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Da hatte die Primera tatsächlich anscheinend mehr Probleme mit dem Stroh. Aber es sah auch so aus, als wenn es sehr lang gehäckselt war. Wenn man sich so den modernen Mähdrescher vor Augen hält, dann ist das ja richtig kurzes Material, was da rauskommt. Das fließt natürlich auch ein bisschen anders durch die Maschine als langes Stroh. Und dann ist es ja so der Punkt, den man auch sagen muss, ein bisschen bei der Direktsaat, wenn man das weiß, denn man geht ja eh teilweise ein bisschen zum längeren Stoppel hin in der Direktsaat. Genau, und wenn man dann auch leicht schräg zur Stoppel fährt, dann hat die Stoppel den Effekt, dass sie den Zinken frei kratzt. Ja.
Und noch ein Trick ist, so ein Lifehack, wenn man so möchte, dass man relativ zügig nach dem Dreschen da durchfährt, weil dann das Stroh in der Oberfläche noch extrem glatt ist. Ja. Wenn das erst anfängt, wenn da mal Regen durchgegangen ist oder wenn es ein paar Tage gelegen hat und dann auch unten schon mal feucht geworden ist, dann ist es eher anfällig, dass es dann auch mal stuckt oder sowas. Ne? Genau. Aber letztendlich muss ich ehrlich sagen, der einzige Grund, warum die noch nicht ganz oben auf Platz 1 bei mir war, Die sieht nicht so gut aus? nee, sind die Steine bei mir. Ach so. Die holt wirklich viele Steine hoch. Das ist ein Punkt, müssen wir auch gar nicht wegdiskutieren. Zinken hat immer die Aufwärtsbewegung, ist wie ein Grubber, rollt nicht drüber weg. Aber witzigerweise, die Novak macht es auch. Nach der Novak müssen wir auch Steine sammeln. Okay. Anscheinend durch diese kleine Flosse da, zieht sie es auch nach oben. Aber dafür die Ablage war mit die beste, muss man ehrlich Und sagen. das sieht total wild aus. Ich glaube, das sieht man gleich, wenn wir hinten nochmal Das sieht rausgucken. total wild aus. Also Das klappert, das quietscht. das klappert, das quietscht, genau. Das ist so richtig stumpfes Trumpf, wenn man das sagen darf. So, die Maschine ist ja so, das Grundprinzip ist seit 30, 40 Jahren 25 gleich. Seit 25 Jahren gleich. Klar ist der Technik, das Isobus, andere Verteilerköpfe reingekommen wahrscheinlich und ein bisschen andere Dosierer. Aber das ist schon... Das ist immer noch Technik von Professor Heinz. Ne? Ja, genau. Ich habe jetzt hier im ersten Behälter einen Buchweizen drin. Einfach 10 Kilo auf den Hektar, dass man ein bisschen was suchen kann. Und im dritten Behälter, das ist die Green Drill, die ganz hinten hinter ist, habe ich einen Senf. Den streuen wir oben auf. Den sehen wir dann ganz gut. Ich mache jetzt mal das Gebläse an. Man sieht hier oben, Gebläsedrehzahl fährt hoch. Und jetzt ist die Maschine im Prinzip auch schon scharf geschalten. Und wir können loslegen. Gucken eben noch, dass wir hier Jesus lenkt anmachen. Und dann geht es auch schon los. Wir fahren mal mit 12 km/h. Die Scharen sind in Schwimmstellung, werden nur hydraulisch ausgehoben und können sich jetzt hier im Parallelogramm super den Boden anpassen. Man sieht richtig schön, wie Stroh und Erntereste rausgepfeffert werden aus der Furche und dann von den Rollen zum Großteil wieder eingefangen und zurückgeführt werden auf die Reihe. Vorgewinde mal. Jetzt ist eine Besonderheit, da kann man auch schon mal drüber sprechen, die ist hier vorne dran. Ihr könnt auch Flüssigdünger damit applizieren. Also nicht nur Flüssigdünger, auch Huminsäuren, Mikronährstoffe. Da sind jetzt alle Arten von Möglichkeiten dazugekommen. Können wir auch einfach mal mitlaufen lassen? Ja. Düngertechnisch könnt ihr sie ja quasi also in einem Tank könnt ihr ja Dünger und dann wird es im Strom mit beigemischt werden. Ne? Genau, das sogenannte Single-Shoot-Verfahren. Ja. Und du kannst dann halt Saatgutdünger mischen oder wenn du eine Zwischenfruchtmischung hast, die du beim Landhandel nicht bekommst, dann kannst du die selber mischen. Genau, oder der Part ist auch immer so feine Sämereien und grobe, dass man der Entmischung so etwas entgegenwirkt. Das würde natürlich auch gehen. Und natürlich mit der Green Drill hinten hinter, dass du auch die Lichtkeimer an die Oberfläche kommst, schön flach einarbeitest, kurz andrückst, aber eine Ackerbohne dann auch im gleichen Atemzug irgendwo auf 4 cm, 5 cm unten in den Boden reinbekommst. Ne? Mhm. Und natürlich jetzt hier flüssig, was auch immer man einsetzt. Ne? Gibt es ja die tollsten Ideen. Genau, also das heißt, ich stelle eine klassische Litermenge ein. Richtig. Und das hier unten 250 Liter ein Hektar. Ja. Haben wir eingestellt. Wir haben hier letztendlich, der Fronttank ist komplett autark. Man muss sich vorstellen, das ist wie eine UF, unsere Anbauspritze, bloß ohne Gestänge. Mit allen Funktionen, dass ich das sogenannte Komfortpaket habe. Automatisches Befüllen, automatisches Reinigen, Rühren und entsprechend dann hier mein Arbeiten mit 2 Teilbreiten, analog zur Sämaschine auch, dass wenn ich mit Section Control fahre, dass er dann auch am Vorgewende schräg wegschaltet. Ach, tatsächlich, die Düsen werden dann einzeln ausgeschaltet? Ja, die 2 Teilbreiten. Ne? Du hast hier unten eine Teilbreitenarmatur, rechts und links 3 Meter. Okay. Genau. Dann leg mal los. Oh.
Fairerweise muss man jetzt aber sagen, hier war schon einmal Stoppel, na nicht so richtig, ne? Hier haben Fahrzeug gedreht, hier ist noch der richtige Stoppel. Hier ist komplett Stoppel. Ach genau, hier habt ihr irgendwie Mais reingelegt zu Versuchszwecken. Wahrscheinlich. Hier vorne steht ein bisschen Mais. Irgendwas, also wir haben ja hier jetzt schon 2 Wochen Veranstaltung gehabt, aber man kann sich ja jetzt ungefähr ein Bild machen, wie das ausschaut, wenn man hier Zwischenfrüchte hat. Hier steht jetzt die ganze Melde und die Spuren, man sieht die Schare, passen sich super den Boden an. Genau, da können wir jetzt mal rausgehen, gucken uns das nochmal von draußen an und dann gucken wir mal nochmal, was wir da in der Saatreihe so finden. So, jetzt haben wir uns das ja in der Kabine, also von der Kabine aus nochmal angeguckt. Besonderheit, ihr habt jetzt hier den Flüssigdünger, der jetzt hier sozusagen mit der Saat dazugegeben wird. Hier vorne da mit dran, liegt ja auch schön geschützt. Wird ja auch nicht der größte Verschleiß da jetzt sein, oder? Überhaupt nicht. Ne, da hast du, letztendlich passiert ja hier gar nichts. Die Erde geht zur Seite und hier, man sieht das auch ganz gut, dass an dem Bereich überhaupt kein Verschleiß oder auch keine Erde ist. Und hier ist ja super geschützt, die Injektionsnadel. Ne? Man muss sagen, ich habe ja über die Jahre jetzt auch 1, 2 Leute kennengelernt, die tatsächlich eine Primäre haben. Und die haben gesagt, das ist krass, verschleißtechnisch ist man da auf 2 Euro auf den Hektar irgendwie. Overall meinte der Betrieb. Also was dann noch zukommt, ein bisschen an Spitzen und wenn überhaupt. Ne? Ja, letztendlich ist das ja nur genau hier die Spitze. Hier die eine Schraube und dann hast du hier den Bereich, der gewechselt wird. Ja. Und ansonsten verschleißt hier nichts dran. Ne? Aber was man hier auch schön sieht jetzt, bei den Bedingungen. Klar spritzt jetzt hier so ein bisschen Erde rüber. Aber dieser Bereich und dieser Bereich ist ja unberührt quasi. Und wir lockern, naja, ist ja nicht lockern. Also wir öffnen ja hier den Saatschlitz. Genau, und du hast ja, wenn du jetzt mal mit dem Finger vorsichtig durchgehst, du hast ja richtig schön hier unten auf dem Festen, da wo das Wasser dran kommt, da liegt dann nachher das Saatgut. Und wir können ja auch gleich noch mal buddeln. Das findet man immer super wieder. Und dann hier hinten sieht man jetzt auch noch mal super den Senf, den wir an die Oberfläche streuen. Ne? Ja. Einfach, genau, gut, Senf müsste ein bisschen tiefer, aber wir haben uns für Senf entschieden, um das sehen zu können. Ne? Genau, weil man den so schön sieht. Man muss auch sagen, Leute, einige Dinge macht man hier aus Showzwecken, damit man das schön sieht. So wie den Senf zum Beispiel oder ja, einen reinen Buchweizen oder so ist natürlich etwas, was man findet. Eine Erbse wäre ja auch perfekt, ne? Damit man die Saat im Prinzip gut sieht. Für mich ist ja aktuell immer noch das Thema interessant, welche Drillmaschine soll es denn in Zukunft werden? Und ich muss euch ehrlich sagen, je mehr Maschinen man sieht, desto mäkliger wird man irgendwie und desto mehr, eine hat dies als Vorteil, die andere hat das als Vorteil. Letztendlich ist eines der großen Argumente, glaube ich, die Saatgutablage bei der Drillmaschine, glaube ich, die man nicht außer Acht lassen sollte. Das ist der wichtigste Punkt einer Drillmaschine. Und da bin ich, muss ich ehrlich sagen, die letzten Wochen mal wieder habe ich überlegt, ja klar, bei der Primera hast du sicherlich so ein bisschen oberhalb, wie man jetzt hier sieht, ein bisschen Bewegung, aber da passt die Saatgutablage. Und ich habe ja, wenn ihr euch erinnert, ich habe ja damals das mit Mattis gemacht, auch hier auf dem Event, der Gute, und der wollte mir heute Abend ein Video mit Planting Green in sehr hoher Zwischenfrucht macht und er sagt, das sieht auch sehr gut aus, weil ich habe ihm heute gesagt, ja, aber die kann ja kein Planting Green. Er sagt, doch, wenn du nicht mulchst vorher oder so, dann sieht das Ganze richtig gut aus. Ich versuche euch mal die Aufnahme zu bekommen und würde euch die dann sonst hier einblenden. So, er dreht jetzt hier um. Also das mit dem Flüssigdünger sieht man tatsächlich immer mehr. Ich habe ja, oder ich werde euch ja in Zukunft die Sly Boss bei mir auf dem Hof zeigen. Die hat auch nochmal eine Vorrüstung für Flüssigdünger. Möglichkeiten, die man da einfach machen kann, beimischen kann. Ja, ich glaube, das ist einfach interessant, sowas in Kombination zu haben. Aber es verschlingt natürlich auch deutlich mehr Geld, das System, muss man sagen, wenn man zusätzlich jetzt noch Flüssigdünger fahren möchte. So, also was man hier sieht, die Aggregate gehen hier einzeln runter. Und ihr hört das quietscht. Das wird da wieder angedrückt, angerollt. Und das war es dann im Prinzip auch. Ich meine, wenn man das jetzt hier sieht, oh, ist aber heute ein Wind, Leute. Wenn man das jetzt hier sieht bei dem ganzen Material, ja, klar ist hier was rausgerissen. So. Aber hier stehen auch noch Pflanzen. So, wir sehen hier liegt der Buchweizen in der Furche.
Also da ist er schon mal definitiv hier. Kannst du ihn noch einmal bitte zeigen? Wo ich hier, guck mal hier von der Seite. Hier habe ich jetzt ja, hier siehst du, wo ich angehalten habe, wo er, Ja, genau. ne, hier hat er jetzt ja alles rausgeblasen. Ich habe die Menge auf 50 Kilo, also dass wir richtig viel finden. Und man sieht das hier, wo ich gefahren bin. Hier unten liegt er in der Furche. Ja, eben gerade hast du schon einen weggekratzt, ja genau. Da liegt er. Ja. Schön flach, irgendwo so auf 1,5 Zentimeter, da wo er hingehört. Genau, man sieht auch schön eigentlich, wie die das noch so ein bisschen anrollen. Klar, das ist jetzt nicht das Höchste des Andrückens, aber es ist Andrücken, muss man ehrlich sagen. Man sieht ja doch schon hier ein bisschen eine kleine Spur und ein bisschen gedrückt ist es schon. Genau. Ja, hier haben wir jetzt wieder die Probleme mit dem Finden, ne? Ja, das ist. Man muss ein Stück weit der Maschine dann auch vertrauen, dass sie eine gute Arbeit macht. Hier ist es. Hier habe ich es auch gerade gefunden. Hier habe ich auch gerade eins gefunden. Ja. Ja, wir sind natürlich auch sehr flach in der Ablage, ne? Ja. Das ist ja, was mag das sein? 1,5 Zentimeter, die da eingestellt vielleicht. sind? Ja, genau. Hier haben wir das nächste Korn. Ich glaube, wir haben einfach zu tief gesucht. Da haben wir das nächste Korn. Ja, du sagst es so. Man muss da irgendwann auch der Maschine irgendwie vertrauen, dass sie es hinbekommt. Und sie bekommt es ja hin, muss man ehrlich ja auch gestehen. Also nach wie vor schließe ich sie bei mir noch nicht aus auf dem Betrieb. Also ich denke, da gibt es noch Möglichkeiten. Genau. Ja, ich glaube, das soll es nochmal gewesen sein. Ein ganz kurzes Video nochmal zur Primera. Hat sich ja doch innerhalb von 1,5 Jahren, oder hatte ich sie letztes Jahr da? Vor 2 Jahren. Hat sich ja doch in 2 Jahren, genau, erfahrungstechnisch ein bisschen was bei mir gemacht. Und von daher sage ich wieder vielen Dank fürs Zuschauen und wir hören uns ansonsten in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.